Ja, hallo, ich bin der Peter. Und wenn es euch interessiert, wie es mit dem Thema Oberfräse hier bei mir weitergeht, dann bleibt dran, denn nach dem Intro geht's sofort los. Oberfräse ist das Thema. Beim letzten Mal habe ich ja den ganzen Einbau hier realisiert mit der Tischverbreiterung etc. pp. Habe auch schon den ersten kleinen Versuch oder Test gemacht, habe mir hier so einen ganz einfachen Höhenmesser gebaut, ausgesägt hier, und da habe ich auch schon schön Radien dran fräsen können mit der Oberfräse. Hat prima geklappt. Aber das Projekt ist natürlich noch nicht fertig, weil was fehlt hier ganz klar? Die Höhenverstellung. Das Einstellen des Fräsers hier, in dem Fall der Radienfräser, muss ja jetzt hier von unten praktisch passieren. Ich musste quasi gegen das Gewicht der Fräse nach oben drücken, dann die Klemmung aktivieren. Die hat zwar noch so eine schöne Feineinstellung, die POF 1400, aber das tut doch dem keinen Abbruch, dass das grobe Einstellen doch relativ mühselig ist. Es muss also eine ordentliche Höhenverstellung her. Dazu habe ich mir schon Gedanken gemacht und habe da auch schon ein paar Teile für eingekauft. Einfach um mal einen kleinen Überblick zu bekommen, was ich da alles beschafft habe, habe ich das hier mal so grob von mir ausgelegt. Das sind einmal 16 mm Kolbenstangen, 2 Stück. Dann habe ich hier Linearlager, auch 16 mm Innendurchmesser. Normale Kugellager, 12 mm. Das ist eine Gewindespindel, 12 mm. Da habe ich mir hier oben so einen Sechskant dran fräsen lassen. Kann man das sehen? So. Und zusätzlich zu der Gewindespindel halt auch noch so Muttern, lange Muttern, 40 mm sind die lang, zum Einpressen. Ja, und dann noch diverse Muttern, Schrauben, Scheiben und ein bisschen Holz brauchen wir auch noch dafür. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Über den grundsätzlichen Aufbau muss ich mir jetzt noch Gedanken machen. Also, Idee war, an irgendeiner Stelle hier, das ist übrigens der Bereich, der hier markiert ist, der nutzbar ist, weil hier an dem Rand liegt ja die Einlegeplatte in der Tischplatte auf. Da kann ich also nicht dran gehen. Also hier innerhalb dieses Bereiches muss ich mir irgendwo eine Mechanik einfallen lassen, wo ich denke, dass ich das einigermaßen unterbringe. Meine Idee war, das habe ich hier mal kurz aufskizziert, hier mit zwei Kolbenstangen und hier so praktisch so ein über eine Gewindespindel so ein bewegliches Element zu erzeugen. Und dass ich hier oben mit einer Mutter und mit einem Schlüssel irgendwie, was weiß ich, was hier oben aus der oberen Tischplatte rausguckt, ja, bewegen kann. Jetzt muss ich gucken, wo bringe ich das in diesem Bereich am besten unter. So, jetzt kann ich überlegen, mache ich das auf die Seite. Hier habe ich eigentlich grundsätzlich mehr Auflagefläche. Dagegen sprach, dass ich hier den Schutz, ich weiß nicht, ob ich den brauche, aber ich kann dann vielleicht nicht mehr aufklappen. Was mich viel mehr gestört hat, ist, dass hier auch dieser Sicherungsknopf ist, wo ich halt die Spindel mit arretieren kann zum Fräserwechsel. Da muss ich ja auf jeden Fall irgendwie noch dran kommen. Also erschien es mir irgendwie sinniger, das auf die Seite zu machen. Dagegen spricht, dass ich hier diesen Stutzen für die Absaugung. Und auf die Absaugung möchte ich beim besten Willen nicht verzichten. Also wer schon mal eine Oberfräse ohne Absaugung benutzt hat, der weiß, was das für eine Sauerei ist. Und da ich jetzt eine neue Absaugung habe, die will ich natürlich ganz klar hier anschließen. Eine Sache, die auch dafür spricht, das auf dieser Seite zu machen, das kann man das vielleicht so sehen, wenn ich das so halte. Die Grundplatte, wo die Fräse hier montiert ist, das ist zwar eine runde, aber die ist hier abgeschrägt. So, das heißt, ich komme theoretisch, wenn ich jetzt hier irgendeine Mimik montiere auf dieser Seite, komme ich mit einem kürzeren Weg hier oben hin und kann hier oben drücken, als wenn das von der Seite der Fall wäre hier. Weil hier praktisch weniger Fleisch ist. Da müsste ich irgendwie was an den Seiten dran basteln. Wüsste ich jetzt nicht wie. Also ich denke, wenn hier der gedachte Hebel kürzer ist, kann nicht schaden, um, ja, ich sag mal, die Kraft besser rüberbringen zu können. Also, das sieht wohl nach Stand heute so aus, als würde ich das folgendermaßen machen. Ich setze hier eine Kolbenstange hin, so ungefähr. Hier setze ich auch eine hin. Und hier diese Gewindespindel, die würde ich dann auch so ungefähr so setzen. Natürlich hier am Adapter noch vorbei, dass ich da noch absaugen kann. Und dann würde ich hier hier unten eine Haltplatte konstruieren
Und hier oben ein Element, was praktisch durch die Spindel rauf und runter bewegt werden kann und was aber gleichzeitig auch hier die Fräse abgreift. Ich habe mir jetzt ein paar Hölzer gesägt. Und zwar ist das hier Multiplex, 15 mm stark, in den Maßen 180 lang und 40 mm breit. Wozu brauche ich die? Ich möchte jetzt hier ich mal so eine Art Unterkonstruktion bauen, wo ich hier meine Führungsstangen montieren kann. Das soll jetzt ungefähr hier so dran. Allerdings ja noch nicht ganz so, weil man sieht ja hier, ist der Stutzen hier von der Absaugvorrichtung im Weg. Das heißt, wir müssen hier noch eine Aussparung vornehmen. So, man muss jetzt beachten, ich muss ein bisschen mehr wie einen Halbkreis wegschneiden, weil das hier auch entsprechend weit rausragt. Und deswegen habe ich jetzt hier nochmal 7 mm von der Kante abgezogen und hier ist erst der Mittelpunkt. Und den Rest schneide ich dann gleich noch raus. So, jetzt mache ich das Ganze mit einem Kronenbohrer. Warum jetzt mit einem Kronenbohrer und nicht mit einem Kreisschneider? Okay, den habe ich jetzt zufällig genau in dem notwendigen Durchmesser da. Man soll es nicht glauben. Und ich glaube, weil ich jetzt hier diese unterbrochene Schnittführung habe, weil der Kreis ja nicht vollständig ist, dann glaube ich, läuft der vielleicht ein bisschen ruhiger, weil er halt viel mehr Zähne hat. Jetzt spannen wir das mal ordentlich fest hier. Ja, wie erwartet. So, das passt jetzt super hier drüber. Passt auch sonst maßlich ziemlich gut. Eigentlich habe ich mir das genau so vorgestellt. Jetzt muss ein zweites noch da drüber passen. Das kann ich auch ganz genauso schneiden. Also noch eins in der Form. Das Ganze sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe jetzt hier 4 Klötzchen und alle mit unterschiedlichen Aussparungen, weil halt der Winkel hier von dem Abgangsrohr schräg ist. So, mal keine Sorgen machen, dass der Steg hier so dünn ist. Der hat eigentlich jetzt in erster Instanz mal nichts zu halten. Für mich ist es wichtig, dass ich hier ein Bauteil habe, eine Bauteillänge anstelle 2, weil ich nachher darauf achten muss, dass der Stich für die Kolbenstangen überall gleich ist. Wie kriege ich das am besten hin, dass das halt ein Teil ist? Wenn das jetzt 2 wären, hätte ich hier Ausrichtprobleme. Als nächstes versuche ich die Bohrung für die Kolbenstangen einzubringen hier. Die sollen ja ungefähr so hier drin sitzen. Der untersten werden die verschraubt, also hier oben an den dreien müssen die durchgehen. Das ist 16 mm. Da habe ich auch einen Forstner-Bohrer für da und das würde ich ja mal in erster Instanz angehen jetzt. Den ersten Teilerfolg habe ich jetzt insofern erzielt, als dass ich die 4 Platten jetzt hier übereinander gesetzt habe. Habe jetzt überall die Bohrungen für die Kolbenstangen eingebracht. Natürlich nur in den obersten 3 hier unten eine kleinere mit einer Senkschraube, damit ich die halt auch festmachen kann. Weil, wie gesagt, da sind halt auch 8er Gewinde drin. Die muss man ja irgendwie arretieren können, fixieren können. So, das heißt, ich habe jetzt die beiden Kolbenstangen hier drin, auch recht fest so. Und das kann ich mir dann nachher so hier auf der Einlegeplatte montieren. Ich mache hier Durchgangsbohrungen und die werde ich dann mit der Einlegeplatte entsprechend verschrauben. Damit habe ich jetzt sichergestellt, dass ich zumindest schon mal für meinen Verstellmechanismus ordentliche und fest arretierte Führungsstangen hier drin habe. Als nächstes muss ich mir jetzt überlegen, wie ich das entsprechende Gegenstück hier zuschneide, platziere. Wenn ich mir jetzt mal diese gedachte Kante hier verlängere mit einem Winkel, ich habe hier noch ein Reststück von der Platte, das heißt, ich kann hier schön ebenerdig, schön bündig arbeiten, stelle mir den Winkel hoch. Okay, der reicht jetzt nicht von der Höhe, ich stelle einfach mal noch eine Holzleiste dazwischen. So, jetzt bin ich in der Höhe, wo ich ungefähr hin möchte. Habe mir hier schon kleine Brettchen zugesägt und ich jetzt vorstelle, dass die irgendwie hier so fest, dass ich hier irgendwie festmachen könnte. Ich glaube, ich würde gerne hier noch eine Schräge vornehmen. Hier so. Und hier möchte ich auch irgendwie noch sicherstellen, dass ich an dieses Rad noch dran komme. Also auch da würde ich mir irgendwie was frei halten wollen. Ich möchte aber hier dieses Maß 55, das möchte ich haben. Ich möchte nachher noch eine Möglichkeit haben, mit diesen Platten, die jetzt hier drin sind, auch gleichzeitig den Sperrhebel zu betätigen hier. Die meisten, die ich so im Internet gefunden habe, die auch so eine Oberfräse haben, die haben sich die Mechanik ausgebaut, sprich den Hebel demontiert, die Feder runtergenommen, aber ich möchte die Oberfräse ja auch möglicherweise nochmal so benutzen, wie der Hersteller sie vorgesehen hat, sprich von Hand geführt. Also
möchte ich nur sehr ungern hier in die Mechanik bzw. in den Aufbau der Oberfräse eingreifen. Ich möchte den Hebel also belassen. Ja, ich habe jetzt hier die 4 Stück ausgesägt, habe jetzt hier mal eine Bohrung eingebracht mit dem Forstner-Bohrer, damit ich das, wenn ich das hier aussäge, einen kleinen Radius dran habe. Ich würde sagen, die verleime ich erstmal, da kann ich die als Einpacken besser verarbeiten. Und die Löcher, die da reinkommen, die sind auf allen Ebenen sind die gleich. Deswegen kann ich die hier schon verleimen, die anderen kann ich noch nicht verleimen. Da kommen noch unterschiedliche Bohrungen bezüglich der Antriebsspindel rein. Die Leimung ist jetzt getrocknet. Ich habe die 4 jetzt alle zusammen als einen Klotz, habe die entsprechend auch schon vom Profil her zugesägt, die Schräge, hier die Ausklingung dran, und das müsste dann jetzt so ungefähr jetzt hier drauf kommen. Wir brauchen jetzt hier eine Bohrung und hier, und zwar für die Linearlager. Das sind diese hier. Ich packe die mal noch nicht aus, sonst sind die nämlich ratzfatz mit, ja, ich weiß nicht, wie empfindlich die sind, wenn die hier offen sind. 26er Bohrung. So, müssen wir einen Test machen, wie gut die 26 mm mir auch gelingen. Pass mal auf. Und ich zeige euch das auch mal. Ich könnte mich tot ärgern. Das sieht zwar so sehr ordentlich aus. Problem ist nur, wenn wir jetzt hier das Kugellager einsetzen, das ist so groß, da habe ich überhaupt kein Fleisch mehr. Das Material reicht nicht aus. Ich habe das viel zu klein dimensioniert ausgelegt. Ich könnte mich schwarz ärgern. Das muss alles in die Tonne. Gut, nützt nichts. Wir wollen es ordentlich machen, also neu machen. Also ich habe jetzt tatsächlich einen Großteil der ganzen Sachen schon neu gemacht. Das heißt, die Grundplatte ist jetzt 10 mm breiter statt 50, statt vorher 40, ist die jetzt 50. Hier unten muss ich auf 40 bleiben, weil ich habe hier nur dieses 40er Maß, und sobald ich über die Grundplatte drüber komme, kann ich hier breiter werden. So, das heißt, das ist 10 mm breiter, die Länge habe ich 30 mm länger gemacht, das heißt, das hier war das ursprüngliche Maß, man sieht direkt, hat sich schon was getan. Das werde ich jetzt ungefähr so hier aufsetzen, nicht ganz mittig, sondern ein bisschen nach außen versetzt. Hier muss ich noch diese Öffnung einbringen. Das wird ungefähr hier so sitzen in der Größenordnung da. So, und dann kommt das Lager hier hin. Ich blende noch mal gerade das alte ein, nur zum Vergleich. Also ist doch jetzt deutlich besser, würde ich mal behaupten. Das obere Element hatte ich auch schon gemacht hier, aufgrund dessen, dass der Stich jetzt hier im Grunde nicht mehr hinhaut, weil ich muss ja hier oben größere Löcher einbringen als die 16er, da kommen ja diese Axiallager rein. Das passt hier nicht mehr, kann ich wegschmeißen. Habe ich auch schon ein paar neue Brettchen gesägt, die sehen dann so aus hier. Das ist im Grunde nur die 2 Bohrungen sind schon mal drin hier, das wird dann ungefähr hier so in der Form sein. Hier muss ich jetzt noch eine Form reinbringen, die Schräge, hier die Ausklingung kommt hier noch rein. Und dann sind wir fast wieder am Stand, den wir vorher hatten. Mein lieber Mann. Ich werde mich jetzt dran geben, die Aussparung vorzunehmen in den einzelnen Ebenen für den Absaugstutzen hier. Ne? Das hatte ich ja vorher auch hier drin. Und das müssen wir hier natürlich jetzt auch wieder nacharbeiten. Ja Leute, die Bohrung für die Verstellspindel habe ich jetzt auch schon eingebracht hier. Hier zweimal für ein Kugellager. Das ist im Grunde nur für die Größe, dass dann eine Unterlegscheibe mit einer Mutter reinpasst. In der Höhe passt das auch sensationell gut. Und hier oben wird das Ganze nochmal abgeschlossen, auch mit einer Unterlegscheibe und mit einer Mutter. Das kommt also übereinander. Hier fehlt jetzt noch die 4. Ausklinkung hier für den Absaugstutzen. Ich möchte das Ganze ja mit der Einlegeplatte hier verschrauben. Das heißt, ich mache jetzt mal Markierungen hier, an welchen Stellen ich hier Bohrungen setze. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich wollte 8 Stück setzen. Brauche ich die wirklich, die 8? Oder mache ich nur 4? Ich mache 8, ich glaube, das ist jetzt auch egal, ich habe genug Schrauben da. Also hier 2, 2 und dann hier 2, 2. Ja, auch das habe ich schon fertig hier mit dem Bogen für die Axiallager. Das ist soweit fertig und wartet jetzt auch auf den Zusammenbau. Hier fehlt noch eine einzige Bohrung, und zwar die für die Einpressmutter. Ja, da muss ich
einen 13,5er Bohrer haben. Den habe ich aber nicht da. Nee, gar nicht wahr. 14,5. Habe ich leider nicht da. Muss ich mir nächste Woche mal von der Firma mitbringen. Dann ist das auch getan. Einen Bohrer für besorgt, einen passenden. Ich hoffe, das passt auch. Ich möchte die Mutter einpressen. In dem Zusammenhang ist natürlich wichtig, dass der Bohrer in der genau der gleichen Spannung gebohrt wird, wie auch von den anderen Bauteilen der Lagersitz zum Beispiel jetzt hier, weil das ja dieselbe Spindel betrifft. Da hat sich der eine oder andere vielleicht schon gewundert, warum hier so eine Markierung drauf ist. Das ist der Punkt, von dem ich immer alle Maße abnehme und dann von dort aus auch immer alle Anschläge einrichte. Das heißt einmal von der Seite hier und einmal dann an der Seite. Das muss ich überall machen, an allen Bauteilen, die nachher alle miteinander zu tun haben. Wenn ich dann mit Kolbenstangen und Linearführung arbeite, dann ist das unverzeihlich, wenn man hier so eine Bohrung hier einen halben Millimeter daneben hat oder so. Also das darf da in dem Fall nicht passieren. Das ist der Grund, warum hier überall so eine Markierung ist, damit ich das nicht vertausche und nicht einen Teil jetzt vielleicht versehentlich mal falsch rumbohre. Setzen wir die mal hier ein, gerade die Bohrung, und dann pressen wir die Hülse ein und dann können wir eigentlich auch schon die Lager einkleben, weil dann ist das Teil schon fertig hier. Die Bohrung ist jetzt drin, die Hülse muss jetzt da rein und die versuche ich jetzt hier am Schraubstock einzupressen. So, vorsichtig ansetzen, damit die sich nicht verkantet. Aber ob das geht, testen wir mal. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Mutter ist drin. Um jetzt hier die Linearlager einkleben zu können, müssen wir sicherstellen, dass der Stich hier auch absolut hundertprozentig ist hier. Aber ich werde das zusammen mit den eingesetzten Kolbenstangen hier kleben. Das heißt, ich werde die jetzt hier vormontieren, das da draufsetzen, damit ich auch sicherstellen kann, dass der Stich von den beiden Bohrungen hier exakt der ist, den ich hier auch habe. Zudem muss ich auch die beiden Teile, sowie auch die beiden noch miteinander verkleben. Das kann ich im selben Arbeitsgang machen. Und dann habe ich das nämlich auch schon mal hinter mir. Das gleiche hier auch. Mal ein bisschen trockener. Wenn ich jetzt gleich die beiden Lager einkleben möchte, muss ich natürlich die Außen noch ein bisschen entfetten. Ich habe da so einen Mehrkomponentenkleber besorgt und das muss natürlich absolut fettfrei sein, sonst hält das Zeug nicht. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die beiden Linearlager hier einzukleben. Dazu habe ich extra so einen Epoxy-Kleber besorgt, so ein 2-Komponenten-Zeug. Das muss ich jetzt anrühren und möglichst zeitnah, ich sag mal, auftragen, einbringen, weil das härtet nämlich relativ schnell aus, das Zeug. Jetzt mache ich das Ganze nämlich hier so drauf. So, dadurch, dass ich die Teile jetzt zusammen mit den Kolbenstangen hier eingeklebt habe, kann ich davon ausgehen, dass, wenn die jetzt abtrocknen, genau in der richtigen Position trocknen, dass sie auch vom Achsabstand her hundertprozentig zueinander passen. Weil das ist ja im Grunde der Aufbau, so wie er nachher auch zum Tragen kommt. Natürlich sind die weiter hier oben, ne? Die obersten drei. Ja, aber das sieht doch schon mal richtig gut aus, würde ich sagen. Ne? Wir machen jetzt weiter mit den Befestigungen der Holzelemente an der Einlegeplatte. So, ich habe mir so eine Markierung gemacht. Über die sollte ich nicht hinauskommen. So ungefähr sollte das liegen. Auf einen Millimeter kommt das nicht, aber damit wir ungefähr die Positionierung finden. 190. So, das sind M5er Schrauben, also brauchen wir 5er Löcher. Alles ganz leicht ankörnen.
Das sind jetzt die 8 für die komplette Befestigung hier. Die sind jetzt alle entsprechend gesenkt, damit diese Senkkopfschrauben, M5 ist das, mal 80 glaube ich, entsprechend reinpassen hier. Ja, bündig, super. Und auch in dem Fall wieder nur die untere Platte gebohrt, damit wir in der oberen, die rote ist das, möglichst wenige Bohrungen drin haben. Damit jetzt die Hölzer das gleiche Bohrbild hier unten auch bekommen, muss ich die hier unten erstmal fixieren. Das mache ich mit doppelseitigem Klebeband, aber die Oberfräse muss auch fest sein, damit ich genau diese Anschlagkante von dieser Abplattung von der Platte hier habe. Damit das nachher auch passt. Also machen wir die erstmal wieder fest. Ja, die Teile durften jetzt auch schon trocknen. Ich habe jetzt hier diesen Zweierpack und hier diesen Zweierpack. Die kommen nachher so zusammen. Warum? So, weil hier kommt ein Lager rein und hier auch. Wenn die alle verklebt wären, käme ich an die Lagerstellen nicht mehr dran. Ne? Jetzt nehme ich dieses eine. Das wird jetzt praktisch hier auf die Platte mit Doppelklebeband aufgeklebt. So. Jetzt machen wir die Oberfräse wieder ab. Ich brauche das jetzt nur anzubohren und dann nehme ich die Platte runter und bohre den Rest von Hand durch. So. Hier sind jetzt die Bohrstellen, da bohre ich jetzt durch, fertig. Und dann setze ich das zweite Element gleich drauf und bohre den Rest. So, das Ganze ist jetzt provisorisch nur mit 2 Schrauben hier. Die habe ich gerade mal da reingesteckt, zu sehen, ob das im Lochbild passt. Das passt soweit. Die Kolbenstangen sind drin. Habe ich nochmal reingestellt. Und was natürlich noch fehlt, ist die Bohrung durch die Einlegeplatte, wo die Gewindespindel nach oben rausgucken kann, beziehungsweise wo man einen Zugriff hat auf den Sechskant, wo man die dann verstellen kann. Ich habe das deswegen montiert, damit ich unten mit dem Forstner-Bohrer, wo ich praktisch das unterste Loch gemacht habe, den nehme ich dafür, um das Loch so leicht zu zentrieren, beziehungsweise die Mitte zu finden. Das war ja ein 24 mm Forstner-Bohrer. Wenn ich den da ganz unten reinstelle, so, jetzt steht er drin. Versuche ich mal ganz vorsichtig, weil ich will natürlich nicht den Bohrer kaputt machen. Aber das ist die Mitte der Spindel jetzt. Da bohren wir jetzt noch unser Loch. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das mit dem Forstner-Bohrer geht. Der ist nämlich eigentlich für Holz gedacht und nicht für solche Verbundplatten, wo auch Aluminium drin ist. Auf jeden Fall ein bisschen Schneidöl kann nicht schaden. Das ist erstaunlich gut geworden. Ist das entgraten wir noch? Prima. Ja, fast hätte ich es vergessen. Die rote Platte muss natürlich an der Stelle auch gebohrt werden. Klar, die Gewindespindel muss ja von oben erreichbar sein. Also, das gleiche wird hier auch nochmal gemacht. Wir wollen jetzt schon mal die Antriebsspindel vorbereiten. Und ich hatte mir da schon mal so ein Konzept überlegt. Das habe ich mal ein bisschen versucht aufskizzieren. Man sieht schon, wo das Blatt schon mal war, nämlich in der runden Ablage. Denn ich habe mich letzten Endes dagegen entschieden. Ganz kurz der Aufbau. Wir haben hier die 4 Multiplex-Platten verleimt. Wir haben hier oben die dicke Einlegeplatte, hier oben noch die ganz dünne. Und hier in der Mitte sieht man die Gewindespindel, das ist die M12 Gewindespindel. Die wird hier und hier von einem Lager geführt und hier jeweils mit einer M12er Mutter, mit einer selbstsicheren Mutter und einer Scheibe oben und unten gehalten. Warum habe ich mich dagegen entschieden? Ja, ich versuche das mal zu erläutern. Die Kraft, die hier drauf wirkt, wirkt in die Richtung hier. Das heißt, die Oberfräse versucht ja die Gewindespindel immer nach unten zu ziehen. Das heißt, das Lager, hier wirkt eine Kraft auf das Lager immer hier in die Richtung und hier auch nach unten. Das sind jetzt ganz normale Kugellager und da die eigentlich nur für eine radiale Belastung ausgelegt wurden und nicht für eine axiale, gehe ich davon aus, dass denen diese Kraft, die in diese Richtung wirklich hier dauerhaft nicht gut tut. Dass also praktisch immer die Gewindespindel versucht, über die Mutter hier diesen inneren Lagerring nach unten wegzudrücken hier. Deswegen habe ich mich für ein anderes Konzept entschieden. Das nochmal zur Seite. Ähnlich nochmal aufskizziert. Hier sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Hier habe ich jetzt
die Kugellager ohne Abstand montiert. Das heißt, die Kraft, die hier in der Mitte auf den inneren Lagerring wirkt, hier, die überträgt sich direkt auf das zweite und wird hier unten von der zweiten Mutter und der jeweils aufgebrachten Unterlegscheibe entgegengenommen. Ich glaube, dass ich die Kraftverteilung vom ersten aufs zweite Lager hier deutlich besser untergebracht habe, als das bei dieser Version der Fall war. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr da mal euren eigenen Kommentar zu lasst. Und vielleicht gibt es auch den einen anderen Techniker oder Maschinenbauingenieur, der da vielleicht auch noch einen Kommentar zu lassen könnte. Würde mich interessieren, wie ihr das seht, aber ich würde mich jetzt für diese Variante entscheiden. Und demzufolge habe ich dafür jetzt auch alle Bauteile schon vorbereitet. Das sind nämlich die hier, wo jetzt die ganze Mimik reinkommt. So wird das komplett montiert. Hier kommen die Kolbenstangen vorne und hinten rein und hier in der Mitte die Spindel und man sieht hier hinten schon, das Loch ist in der Mitte ein bisschen größer. Ich kann wie gesagt das hier auch jetzt aufklappen und hier ist jetzt Platz. Hier ist auch Platz für das Lager und hier hinten ist auch Platz für das andere Lager. Die Spindel können wir jetzt schon mal vorbereiten. Die Mutter aufsetzen mit der Scheibe, dann die zwei Lager und hier die andere Mutter mit der entsprechenden Gegenscheibe. Ich habe jetzt hier die Bauteile zusammengesucht, die ich dafür brauche. Das ist als erstes natürlich die Gewindespindel, ganz normale Edelstahl-Gewindespindel M12. Da habe ich hier oben so einen Sechskant dran fräsen lassen, weil ich muss die auch irgendwie bewegen. Das ist eine normale Gewindespindel, die könnte ich auch dran feilen, ist aber ein bisschen mühsam und wird auch nie so ganz genau. Deswegen habe ich mir hier schön einen Sechskant dran machen lassen und zwar einen 9 mm. Dazu zwei selbstsichernde Mutter M12, zwei Kugellager, wo wichtig ist, dass der Innendurchmesser hier auch 12 mm beträgt und ganz normale 12 mm Unterlegscheiben. Wichtig ist jetzt noch zu beachten, dass wir bei dem Aufbau sicherstellen, dass der Abstand von dem Maß hier bis zur Spitze nicht mehr wie 15 plus 6 plus 3 beträgt, also insgesamt 24 mm, weil ich darf natürlich nicht über die Tischoberfläche hier oben hinauskommen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Hier die Mutter, eine Scheibe, die zwei Lager, hier die Gegenscheibe und hier kommt nachher noch die Abschlussmutter hin. Vielleicht mache ich sogar noch eine Kontermutter drauf. Wir müssen natürlich jetzt überall schon mal die Schrauben rein. An der Oberseite. So, die Kolbenstangen sind natürlich hier schon verschraubt, da komme ich gleich nicht mehr dran. Die sind jetzt alle drin, natürlich noch nicht fest. Die Spindel muss noch justiert werden hier. So, das machen wir dann mit der Gegenmutter. Aber hier kann man sehr schön sehen, die sind jetzt alle drauf. Die Schrauben sind fest. Jetzt stellen wir das Ganze mal auf die eigenen Beine. Jetzt kann ich auch mal testweise hier das Druckstück aufsetzen. Ich habe hier die Löcher abgeklebt, damit mir die Linearlager nicht versauen, ne? Dass da kein Schmutz reinkommt. So sieht es aus, ne? Klar, haben wir schon gesehen. So kann man sehen, wie das mit der aufgesetzten Druckplatte aussieht. Jetzt hatten wir noch eine Sache, die noch wichtig war. Das war, wir wollten, ich drehe das mal so rum, kann man das so sehen? Wir wollten, dass die Entriegelung hier grundsätzlich offen ist. Und zwar, dass ich die nicht demontieren muss, sondern dass die irgendwie gehalten wird. Deswegen werde ich jetzt hier noch irgendwie so ein Holzstück oder wie auch immer was montieren, was hier unten drunter ist. Deswegen habe ich das hier, den Steg hier auch ein bisschen breiter gelassen, damit ich das hier so irgendwie montieren kann und der mir den Hebel offen lässt. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Ganze nochmal auseinanderzunehmen, weil hier gibt es eine kleine technische Veränderung, eine bauliche, wie ich jetzt sehen kann hier. Ich habe jetzt die Kugellager nicht wie vorher geplant direkt aneinander gesetzt, weil Grund ganz einfach, hier die Platte ist 15, die ist 15, die Kugellager sind jeweils nur 10.
Die haben da drin gearbeitet und ich wollte aber, dass das Ganze möglichst spielfrei läuft. Deswegen habe ich jetzt noch 4 Unterlegscheiben dazwischen gesetzt, die jeweils genau 200 mm sind. Das heißt, die in Gänze ergeben auch nochmal 10. Das kann ich jetzt hier einsetzen und kann jetzt praktisch die Platte hier draufsetzen und dann sollte das eigentlich stimmen. Jetzt hat sich doch tatsächlich noch eine zweite Änderung ergeben, und zwar war ja hier so eine Gewindebuchse drin, M12, das war eine Edelstahlbuchse, die hatte ich mir besorgt, hatte die auch eingepresst und habe aber, ja, im Nachhinein, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl dabei. Das ist Edelstahl, auch die Gewindespindel hier, die ist Edelstahl, das wird nicht lange dauern, dann wird das Material fressen. Ich könnte das natürlich schmieren mit Fett, aber dann habe ich Sorge, dass hier ständig die, oder auch hier in dem Gewinde, die Späne dran kleben. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Was mache ich da? Ich habe mir das gleiche von den Abmaßen, von den Größen aus Messing besorgt. So. Passt auch drauf. Super. So, die werde ich dann anstelle der anderen Buchse hier reinsetzen und dann sollte das auch gut sein. Das ist jetzt drin, schön leichtgängig, so wie ich mir das vorgestellt habe, und ja, genauso soll das eigentlich sein. Hier war jetzt noch die Sache, dass wir die Klemmung dauerhaft offen lassen wollten. Dafür habe ich mir jetzt hier so ein kleines Multiplex-Türmchen geklebt aus 6 Lagen à 15 mm. Und das habe ich hier vorher schon ausgemessen. Und hier habe ich deswegen 2 Löcher reingebohrt, die sind hier auch drin. Da kommen jetzt noch die Schrauben rein hier. Der Aufbau sieht folgendermaßen aus. Die Einlegeplatte ist ein bisschen modifiziert worden mit den zusätzlichen Löchern zur Befestigung der Holzelemente. Hier ist noch eine Bohrung drin für die Gewindespindel. Nicht wundern, die steht natürlich jetzt noch ein bisschen über, weil die rote, dünnere Platte hier noch fehlt. Die beiden Kolbenstangen, die Gewindespindel hier, das sind die Schrauben, mit denen die Holzplatten an der Einlegeplatte festgemacht wurden. Hier ist auch der Anschlussstutzen noch für die Absaugung, den man hier noch sieht. Da hatte ich die ganzen Ausklinkungen hierfür vorgenommen. Und das ist das Teil, was die Klemmung offen hält für die Höhenverstellung. Hier habe ich noch so eine ganz kleine, kann man das sehen hier? Fällt das auf? Ich habe hier noch so eine ganz kleine, ja, Ecke rausgeschliffen, weil da der Hebel noch überstand. So sieht das Ganze von oben aus. Das ist ja nachher dann die Unterseite. Hier gucken die Kolbenstangen raus mit den Linearlagern und hier die Gewindestange, wo diese Messingbuchse eingelassen ist. Wir machen mal einen einfachen Versuch. Setzen hier mal eine handelsübliche Nuss auf. 9 mm hatte ich ja gesagt, das ist ein 9er Sechskant mit einer kleinen Ratsche. So, und dann drehen wir das Ganze mal. Schauen, was passiert. Man sieht, lässt sich sauber, wirklich sauber bewegen, das Ganze. Mal sehen, ob das im Tisch auch so sauber aussieht. So, Oberfräse passt super rein, auch trotz des zusätzlichen Verstellmechanismus. Und auch das mit der Schraube hier ist super, die stört nicht, einwandfrei. Jetzt können wir das Ganze wieder befestigen. Können wir das jetzt mal von hier aus testen. Einwandfrei. So, Freunde, Höhenverstellung ist drin. Ich bin total froh, dass das geklappt hat. Auch wenn da ein, zwei Rückschläge drin waren, war nicht ganz einfach. Und man merkt umso mehr, gerade bei so aufwendigen Sachen muss man sich bis im Detail Gedanken machen. Das klappt nicht immer, weil manchmal kommen halt auch ein paar Unwägbarkeiten dazu.
Nichtsdestotrotz hat geklappt. Wenn mir vorher einer gesagt hätte, wie gut und wie spielfrei das so wie jetzt hier funktioniert, hätte ich gesagt, was erzählst du denn da? Glaube ich nicht. Umso mehr, ich freue mich, dass es hingehauen hat, dass es fertig ist. Total klasse und die Oberfräse wird mir sicher noch ein paar wertvolle Dienste leisten. Natürlich fehlt noch der Parallelanschlag hier. Ich muss auch noch den Nullspannungsschalter anschließen, der mittlerweile gekommen ist. Ob ich da jetzt ein Video drüber mache, keine Ahnung, zu dem Anschlag bestimmt. Nichtsdestotrotz, das soll es bis hierhin gewesen sein. Wenn ihr vorhabt, das nachzubauen, plant ein bisschen Zeit ein, macht das in Ruhe, macht euch auch vorher Gedanken darüber. Vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Rückschlag da vermeiden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, bis hierhin zuzuschauen. Sage herzlichen Dank dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen netten Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre auch nicht schlecht, würde ich mich immer freuen. Viele haben schon ein Abo dagelassen. Herzlichen Dank dazu. Das soll es gewesen sein für heute. Ich sage nochmal Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.